Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir werden heute gemeinsam unsere Belohnung aus dem Elevator abholen. Und ja, das Ganze ist ja noch für 6 Tage verfügbar. Ein bisschen Zeit habt ihr immer noch, denn euch das Ganze hier abzuholen. Aber bevor wir das machen, wollte ich nochmal eine kleine Ankündigung machen, denn es gibt mal wieder einen Livestream von mir, und zwar morgen am Montag. Um 18 Uhr startet das Ganze. Ist kein normaler Livestream, denn wir haben diesmal einen Account, einen Zuschauer-Account bekommen, der jetzt Stufe 600 erreicht hat und der seit den neuen Dungeons und davor auch, glaube ich, schon eine Zeit lang keine Dungeons mehr gepusht hat, ist sozusagen in der Dungeon-Pause, kann man so sagen, gewesen. Und dort haben wir das Privileg, morgen dann im Stream zusammen diesen hohen Account, Stufe 600 wie gesagt, dann zu pushen und die ganzen Dungeons dann legen zu dürfen und dann mal zu gucken, wie weit wir mit diesem Account dann kommen. Ich habe hier auch einen kleinen Screenshot gemacht von den Dungeons, die hier momentan noch alle offen sind, und ich denke mal, da werden wir einiges an Level schon schaffen, und ich bin gespannt, wie weit wir uns denn von der Stufe 600 dann schlussendlich mit diesen offenen Dungeons hier dann entfernen können. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Wie gesagt, morgen um 18 Uhr. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird, denke ich mal, ganz cool werden. Genau, dann machen wir mal weiter. Und zwar mit dem Elevator. Ja, der hat ja jetzt hier geschlossen schon auf unserem Server. Bei euch endet der heute auf den anderen Servern auch überall. Und da schauen wir mal, dass wir mal hier noch die Belohnungen bekommen. Wir haben sie ja auch gestern schon so teils gesehen in der Gildenrangliste. Aber hier heimsen wir uns das Ganze dann nochmal ein. Natürlich bekommen wir dann den silbernen Rahmen diesmal. Wir sind ja auch wieder Platz 2. Ich denke mal, das wird sich die nächste Zeit auch nicht großartig ändern. Aber gut, ob man jetzt nur Platz 1, 2 oder 3 ist, das ist ja am Ende des Tages reward-technisch auch egal, sag ich mal, weil ja alle 3 Plätze, die ersten 3, dieselben Belohnungen bekommen. Und das holen wir uns mal ab, das Ganze. Und haben das jetzt gut geschrieben bekommen. Am meisten ist für mich interessant auf jeden Fall das Gold. 1,2 Milliarden ist jetzt nicht wenig, aber die Ressourcen sind natürlich auch schon sehr schmackhaft, muss ich sagen. Für mich persönlich jetzt nicht mehr weiter großartig ausschlaggebend, weil wir Ressourcen so noch und nöcher im Überfluss haben. Das müsste der Stein, glaube ich, gewesen sein, den wir bekommen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Mal gucken, wir haben 2222. Es ist teilweise, also ist schon besser als das, was wir hier haben. Aber ich glaube, wir haben auch schon bessere Steine bekommen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ist auch nicht so wild, denn das werden wir sowieso verkaufen hier. Wir werden uns dann auch erst neue Steine zulegen, wenn wir dann auch Stufe 700 erreicht haben. Ne? Wie gesagt, da hatte ich ja gesagt, da werden wir alles Temporäres dann erneuern. Und genau, deswegen habe ich da auch, ich kann euch mal ganz kurz meine Ressourcen zeigen. Dann gehen wir mal zum Schmied. Und dann seht ihr da oben schon, ja, es hat sich ein bisschen hat sich was angehäuft, ne? Und ihr wisst ja, dass mein Equipment hier momentan alles auf 15 ist, ne? Ihr seht es bei den Verbesserungen 15 von 20. Das ist alles absolut gar kein Thema. Das Ganze hier auf 20 hochzuziehen, das ist nicht allzu teuer. Hier sieht man es dann nochmal ein bisschen besser. Ist wirklich nicht teuer. Das Ganze hier noch zu verbessern, hier die letzten 5 Stufen. Aber wie gesagt, das zählt alles hier zu den temporären Verbesserungen und deswegen, beziehungsweise zu den Total Stats. Das werden wir alles dann mit neuem Equipment, wenn wir uns das aus dem LD geholt haben auf Stufe 700, wird das alles direkt auf 20 gezogen, ne, inklusive dann der neuen Waffe. Neue Steine werden wir skippen und so weiter und so fort. Die Runen werden wir natürlich alle behalten, die sind natürlich schon alle maxed. Ja, und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das wird, denke ich mal, ganz cool werden. Jetzt verskillen wir erstmal nochmal kurz das Gold. Genau, und dann haben wir es wieder geschafft.
mit dem Elevator. Ne? Wieder ein bisschen Ruhe. Die 10 Tage hat man ja immer gut zu tun, auf jeden Fall. Heute Abend werde ich mir dann noch auf den anderen Accounts dann überall noch die Elevator-Belohnung einheimsen. Auf W50 wird es wahrscheinlich so aussehen, als dass wir da diesmal nicht das Treppchen besteigen werden. Da war es ja letztes Mal wirklich sehr knapp gewesen, haben wir ja Platz 3 erreichen können. Diesmal haben wir, glaube ich, die Gilde so ein bisschen wachgerüttelt, sag ich mal. Da schauen wir auch nochmal gleich rüber. Zuerst mal Horizon GZ hat hier auch die 9 Millionen Höllenmarken erreicht. Wir sind hier bei 7,1. Mal gucken, für wie viel das reicht dann in der internationalen Elevator-Rangliste. Wenn diese wieder rauskommt, werde ich euch die natürlich auch aushändigen, ist ja klar. Genau, und dann schauen wir mal kurz hier rein. Wir sind hier, wie gesagt, auf Platz 4. Das war zu erwarten, sag ich mal. Also letztes Mal war es ja wirklich so gewesen, dass wir Knights Husseini am letzten Tag noch überholen konnten. Es war die Tage davor schon Kopf-an-Kopf-Rennen wie bei Widderkämpfen. Und diesmal, haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Wir halten trotzdem noch unseren Platz 4 hier ganz geschmeidig, würde ich mal sagen. Aber Platz 3, wäre natürlich schön gewesen, trotzdem nach wie vor. Das ist immer noch eine starke Leistung von der Holzfällerhütte. Und wenn man sich unsere Gilden mal vergleicht, war es letztes Mal wirklich sehr verwunderlich, muss man mal so wirklich sagen, dass sie überhaupt Platz 3 hergegeben haben, weil man unsere Gilden auch eigentlich gar nicht so vergleichen kann, sag ich mal, vom Durchschnitt her. Mir wird es tatsächlich noch gut gefallen, wenn man hier auf der ersten Seite noch irgendwo den Level-Durchschnitt sieht, weil man sieht hier halt eben den Rang, Mitglieder, Ritterhallen, ne, Raids und so weiter und so fort. Aber den Durchschnitt, den Level-Durchschnitt, den sieht man halt eben erst hier oben. Ja, 513 ist bei uns jetzt momentan gerade der Fall, haben wir an Durchschnitt. Und wenn wir jetzt mal hier rüber schauen, dann sehen wir 534. Okay, ich hatte das Gefühl, dass es letztes Mal sogar noch ein bisschen mehr war, aber vielleicht haben wir vom Abstand her auch ein bisschen aufgeholt, kann auch sein, aber auch alleine hier von der Ehre her, ich meine, wenn wir hier jetzt die Knights angreifen würden, würden wir es wahrscheinlich auch nicht schaffen, deswegen, ist es schon, sag ich mal, verwunderlich gewesen letztes Mal. Aber es hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir mal Platz 3 auf W50 geworden sind und nach wie vor haben wir ja in der Gilde hier die Ambition als Langzeit-Gilde wirklich, so gut es geht, halt eben auf dem Server abzuschneiden. Und ich sag mal so, die Platz 4 Belohnungen, die sind jetzt nicht so extrem wesentlich schlechter als die auf dem Treppchen. Es geht wirklich, es ist ein minimaler Unterschied. So, ne? Also zumal man wirklich sagen muss, dass man teilweise auf W50 wir jetzt auch nicht mehr an Ressourcenproblemen leiden. Wenn ihr euch das mal anschaut, habe ich hier tatsächlich mein komplettes Equipment im Gegensatz zu meinem Main. Da habe ich es noch nicht geschafft. Also da seht ihr mal, wie lange ich mir das Ganze schon aufhebe auf meinem Main mit den Ressourcen. Hier auf W50 habe ich schon alles auf plus 20 gezogen, also schon lange. Und das war auch absolut ressourcentechnisch gar kein Problem gewesen. Ne? Und wenn ich es hier schon geschafft habe mit der Stufe, habe ich es auf meinem Main immer noch nicht geschafft. Aber wie gesagt, da habe ich es mir ja auch aufgehoben, sage ich mal. Ne? Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben. Ja, dementsprechend haben wir hier natürlich weniger Ressourcen als auf dem Main, weil wir hier halt einfach, wie ihr sehen könnt, alles schon maximiert haben, so an dem Equipment, was ich momentan gerade so trage. Ne? Ist natürlich ein Stück weit, kann man so sagen, ein Waste natürlich von meiner Seite aus auf dem Main. Ich sage dazu, es ist taktisches Zurückhalten der optionalen Mittel, die mir noch zur Verfügung stehen. Ja, aber nee, ich möchte halt einfach auf meinem Main, so gut es geht, innerhalb von einem großen Stream, sag ich mal, von einem Tag einen möglichst hohen Damage Spike haben, beziehungsweise Stat Boost haben an Total Stats, ne, wie es halt geht. Und deswegen lasse ich halt alles da außer Acht, ne, bis auf halt eben die Basispunkte, ist ja klar. Ne, ansonsten
Ja, war es das erstmal, glaube ich, soweit mit dem Video. Wie gesagt, freut euch sehr gerne morgen auf dem Stream. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie weit wir da mit dem Zuschauer-Account kommen werden. Jo, das wird, denke ich mal, auch ganz lustig werden. Alles klar, ansonsten war es das soweit. Ach du Scheiße, ich sehe gerade hier, wir haben die schöne Zahl kaputt gemacht. Wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Ich wundere mich, wo die 5 Stats herkommen hier. Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Irgendwann muss ich da mal raufgekommen sein. Keine Ahnung, durch irgendwas. Naja, it is what it is. Müssen wir jetzt wohl Intelligenz auf 1 Million hochziehen als nächstes. So, nee, wir machen erstmal Ausdauer hoch, bis wir hier 1 Milliarde Lebensenergie haben als Magier. Okay, Freunde, das war's soweit von mir. Wir hören und sehen uns dann morgen auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.